Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung für einen Kopf und Körper, aus dem du ein Pferde-, Einhorn- oder Pegasus-Amigurumi machen kannst. Los geht's mit einer Luftmaschenkette mit 9 Luftmaschen. Dazu einmal eine Schlaufe anschlagen und dann 9 Luftmaschen häkeln. Du beginnst dann mit der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen und häkelst 7 feste Maschen an deiner Luftmaschenkette entlang. Und die letzte Masche wird verdreifacht, das heißt, du häkelst 3 feste Maschen in die letzte Masche der Luftmaschenkette. Dann geht es auf der Unterseite weiter mit 6 festen Maschen. Also du häkelst quasi an der Unterseite wieder zurück, sodass sich so eine ovale Form ergibt. 6 feste Maschen. Und die 7. und letzte Masche wird verdoppelt, also 2 feste Maschen in die letzte Masche häkeln. Und fertig ist deine erste Runde. In der nächsten Runde beginnst du mit einer Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die erste Masche häkeln. Dann häkelst du 6 feste Maschen. Und dann an der anderen Rundung verdoppelst du 3 feste Maschen, also immer 2 feste Maschen in die nächsten 3 Maschen häkeln. Dann geht es auch wieder weiter mit 6 festen Maschen. Und am Ende werden dann auch nochmal 2 Maschen verdoppelt, sodass du auf jeder Seite insgesamt 3 Maschen verdoppelt hast. Und am Ende kommst du auf 24 feste Maschen in dieser Runde. Und dann häkelst du 4 Runden mit jeweils 24 festen Maschen. In der 8. Runde häkelst du 2 feste Maschen, dann verdoppelst du die folgenden 10 Maschen, also 10 mal 2 feste Maschen in jede Masche häkeln. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du deine 10 Maschen verdoppelt hast, dann häkelst du auf der Unterseite auch wieder 12 feste Maschen, sodass du am Ende deiner Runde auf 34 feste Maschen kommst. Die nächste Runde, inzwischen sind wir bei Runde 9, beginnt mit 7 festen Maschen. 7 einfache feste Maschen und dann verdoppelst du 8 feste Maschen, also 8 mal jeweils 2 feste Maschen in die nächste Masche häkeln. Und dabei musst du dich jetzt nicht wundern, dass das so ein bisschen nach vorne klappt, so ein bisschen Wellen schlägt. Quasi, das zieht sich alles nachher wieder zurecht. Das ist also ganz normal. Wenn du deine 8 festen Maschen verdoppelt hast, dann häkelst du auf der Unterseite noch 19 feste Maschen und dann solltest du am Ende dieser Runde 42 Maschen in deiner Runde haben.
Hier zeige ich dir nochmal, wie sehr sich das nach vorne wölbt. Also wie gesagt, nicht wundern, das ist ganz normal. Und jetzt häkelst du die nächsten 7 Runden jeweils 42 feste Maschen. Also die Runden 10 bis 16 sind ganz einfache Runden mit je 42 festen Maschen. Wenn du die 7 Runden beendet hast, setzt du die Augen ein und zwar zählst du dafür Reihe 9 ab und zwischen Reihe 9 und 10 platzierst du das Auge, so dass es dir gefällt und gut aussieht und dann eben auf der anderen Seite das andere Auge in der gleichen Runde. Und dann kannst du noch mal so ein bisschen rumprobieren, ob das richtige Loch war oder nicht, bis es dir gut gefällt. In der nächsten Runde beginnen die Abnahmen und zwar fangen wir damit an, jede 6. und 7. Masche zusammen zu häkeln. Du häkelst also 5 feste Maschen und dann häkelst du eine unsichtbare Abnahme, indem du in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstichst, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, dann den Faden durchholst und nochmal durchholst. Dann kommen wieder 5 feste Maschen. Und dann kommt auch wieder eine unsichtbare Abnahme, also in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen, nochmal durchholen. Und so geht es dann weiter, bis die Runde zu Ende ist. In der nächsten Runde häkelst du auf die gleiche Weise jede 5. und 6. Masche zusammen. Also immer 4 feste Maschen, dann eine Abnahme und das Ganze machst du insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende 30 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du dann jede 4. und 5. Masche zusammen, also immer 3 feste Maschen, eine Abnahme und das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende 24 Maschen übrig hast. Dann 6 Mal jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln, sodass du am Ende nur noch 18 feste Maschen in deiner Runde hast. Für mich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Kopf ordentlich auszustopfen. Vielleicht möchtest du das schon früher machen oder noch ein bisschen warten, bis die Öffnung etwas kleiner ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Füllwatte gut nach vorne stopfst, damit die Schnauze auch gut gefüllt ist und dass du den Kopf beim Füllen schon ein bisschen formst. Dann häkelst du 6 Mal jede 2. und 3. Masche zusammen, sodass du am Ende nur noch 12 feste Maschen in deiner Runde hast. Und dann schließt du den Kopf, indem du 6 Mal 2 Maschen zusammenhäkelst, sodass am Ende noch 6 feste Maschen in der Runde sind. Diese 6 Maschen nähst du dann mit einer Stick- oder Stopfnadel zusammen. Ich gehe dazu bei 5 Maschen immer durch die vordere Maschenschlaufe und ziehe dann schon mal den Faden zusammen. Bei der 6. Masche mache ich dann einen kleinen Knoten, ziehe den auch fest und verstecke den Faden dann irgendwo im Kopf und schneide ihn ab. Jetzt kommt eine kleine Besonderheit, denn damit alle Teile schön fest sind, häkel ich sie immer gerne direkt aneinander. Dazu zähle ich von der Schnauze aus gesehen 9 Runden ab und zwischen der 9. und 10. Runde masche ich dann einmal neu an, indem ich den Faden um die feste Masche herumführe. Und dann häkel ich quasi im Quadrat 16 feste Maschen an den Kopf. Dazu gehst du mit deiner Häkelnadel immer um die festen Maschen der 9. und also zwischen der 9. und 10. Runde des Kopfes durch, ziehst den Faden durch und machst dann ganz normal deine feste Masche. 4 Mal in Richtung links jetzt quasi. Dann wendest du das Ganze um 90 Grad und gehst dann nach hinten und jetzt häkelst du nicht um die festen Maschen, sondern um die Runden herum. Aber ansonsten genauso. Auch wieder 4 feste Maschen Richtung hinten. Dann wendest du den Kopf um 90 Grad. 4 feste Maschen nach links. Jetzt wieder um die festen Maschen herum und nicht von Runde zu Runde, sondern einfach der Runde folgen, um die festen Maschen herum häkeln. 4 feste Maschen. Und dann noch 4 feste Maschen in Richtung vorne. Und bei der letzten Masche wird es ein bisschen friemelig, da musst du darauf achten, dass du genau da wieder rauskommst, wo du auch deine Runde angefangen hast.
Jetzt folgen 2 Runden mit jeweils 16 festen Maschen. Achte dabei genau darauf, dass du die erste Masche richtig triffst. Da ich immer mit einer Luftmasche neu anmasche, sieht das hier bei mir so aus, als würde ich in die zweite Masche gehen. Das kommt eben ein bisschen darauf an, wie du begonnen hast. Und dann häkelst du 2 Runden mit jeweils 16 festen Maschen. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 4. Masche, also immer 3 feste Maschen häkeln und dann 2 feste Maschen in die folgende Masche und das Ganze 4-mal, sodass du am Ende 20 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde fügst du vorne die Folge verdoppeln, feste Masche, verdoppeln ein und bis du quasi da in der Mitte angelangt bist, machst du feste Maschen, also bei mir ist das sogar nur eine feste Masche am Anfang. Dann verdoppel ich, also dann 2 feste Maschen in die nächste, dann eine feste Masche, dann nochmal verdoppeln und dann feste Maschen an der Seite entlang, bis du hinten angelangt bist. Und hinten verdoppelst du dann 4 feste Maschen. Also am Rücken des Einhorns oder des Pferdes oder deines Pegasus, je nachdem, was du häkelst, musst du hier 4 feste Maschen verdoppeln. Und dann bis zum runden Ende ganz normal mit festen Maschen weiter, sodass du am Ende 26 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde fügst du hinten die Folge verdoppeln, feste Masche, verdoppeln, feste Masche, verdoppeln ein. Bis du dort angelangt bist, häkelst du ganz normal feste Maschen und dann hinten die Folge, sodass die zweite Verdoppelung in der Mitte sitzt. Verdoppeln, feste Masche, verdoppeln, diese Verdoppelung sollte die Mitte treffen. Dann wieder feste Masche, dann wieder verdoppeln und dann feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du am Ende 29 Maschen hast. In der nächsten Runde fügst du hinten die Folge verdoppeln, 2 feste Maschen, verdoppeln, 2 feste Maschen, verdoppeln ein. Und die mittlere Verdoppelung sollte natürlich wieder die Mitte treffen. Das ist hier aber auch einfacher zu finden. Du häkelst also einfach feste Maschen, bis du zur Verdoppelung der Vorrunde kommst. Und genau über diese Verdoppelung machst du deine erste Verdoppelung. Also 2 feste Maschen über die Verdoppelung der Vorrunde und dann müsste es genau passen, dass du 2 feste Maschen machst, bis du zur zweiten Verdoppelung der Vorrunde kommst und genau darüber machst du auch wieder eine Verdoppelung, also wieder 2 feste Maschen. Dann nochmal 2 einfache feste Maschen und wieder müsstest du jetzt auf die Verdoppelung der Vorrunde treffen und hier dann deine Verdoppelung einfügen. Und dann feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du auf 32 Maschen kommst. In der nächsten Runde fügst du wieder über die Verdoppelung der Vorrunde Verdoppelung ein. Das bedeutet, dass du eine Verdoppelung arbeitest, dann 3 feste Maschen, wieder verdoppeln, 3 feste Maschen, wieder verdoppeln. Bis dahin einfache feste Maschen häkeln. Und hier siehst du das auch nochmal im Bild. Hier ist die Verdoppelung deiner Vorrunde. Darüber kommen 2 feste Maschen in eine. Dann kommen 3 einfache feste Maschen. Dann triffst du wieder die Verdoppelung der Vorrunde. Und darüber kommen wieder deine 2 festen Maschen. Dann wieder 3 feste Maschen. Und genau über die Verdoppelung der Vorrunde auch wieder 2 feste Maschen. Dann geht es weiter mit normalen festen Maschen bis zum runden Ende, sodass du 35 Maschen am Ende in deiner Runde hast. In der nächsten Runde folgt nochmal das gleiche Muster, also immer über die Verdoppelung der Vorrunde auch eine Verdoppelung arbeiten. Dann 4 feste Maschen bis zur nächsten Verdoppelung, auch wieder eine verdoppeln, 4 feste Maschen, wieder eine verdoppeln und ansonsten nur feste Maschen häkeln. Am Ende dieser Runde sind es dann 38 feste Maschen. In der nächsten Runde verändert sich das Muster leicht und zwar häkelst du jetzt vorne in der Mitte 2 Maschen zusammen und fährst hinten ganz normal mit deinem Muster fort, also immer über die Verdoppelung der Vorrunde, 2 feste Maschen arbeiten, dann
5 feste Maschen, dazwischen wieder verdoppeln, nochmal 5 feste Maschen. Ansonsten feste Maschen. Nochmal zur Erinnerung, vorne in der Mitte werden 2 Maschen zusammengehäkelt. Bis du in der Mitte angelangt bist, machst du einfache feste Maschen. Dann 2 Maschen zusammenhäkeln und dann wieder Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde arbeiten, sodass du am Ende 40 Maschen hast. In der nächsten Runde machst du wieder das gleiche Muster, also wieder vorne 2 Maschen zusammenhäkeln und hinten Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde setzen. Dazwischen kommen jetzt 6 feste Maschen. Ansonsten arbeitest du ganz normal mit festen Maschen, also einmal bis du vorne in der Mitte bist. Dann 2 Maschen zusammenhäkeln und hinten weiterhin Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde setzen, sodass du am Ende 42 Maschen in der Runde hast. Das gleiche Muster machst du noch einmal in der nächsten Runde, also vorne 2 Maschen zusammenhäkeln, hinten Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde setzen. Dazwischen kommen diesmal 7 feste Maschen, dann wieder Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde, 7 feste Maschen und noch eine Verdoppelung. Ansonsten nur feste Maschen häkeln. Los geht's also mit festen Maschen. Bis zur vorderen Mitte, da häkelst du dann 2 Maschen zusammen. Und wieder nicht vergessen, hinten auch Verdoppelung über die Verdoppelung der Vorrunde zu setzen, sodass du am Ende 44 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du vorne mittig 4 mal 2 Maschen zusammen. Dazu zählst du 4 Maschen von der Mitte, guckst dann, wie viele Maschen übrig bleiben. Da kommen feste Maschen rein, also bei mir sind das die ersten 2 Maschen. Da kommen einfache feste Maschen, dann 4 mal 2 Maschen zusammenhäkeln. Und ansonsten kommen in diese Runde nur feste Maschen, sodass du am Ende noch 40 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde bist du durch die Abnahmen so weit nach vorne gerutscht, dass du gleich mit den 4 Abnahmen dieser Runde beginnen kannst, also 4 mal 2 Maschen zusammenhäkeln und ansonsten nur feste Maschen in dieser Runde häkeln, sodass am Ende noch 36 feste Maschen in deiner Runde übrig bleiben. In der nächsten Runde sind wir durch die Abnahmen wieder ein Stück nach vorne gerutscht, sodass wir jetzt nur noch 3 mal 2 feste Maschen vorne zusammen häkeln können und dann häkeln wir noch die letzten beiden Maschen in dieser Runde zusammen. So 3 mal 2 Maschen vorne zusammen häkeln. Dann die Runde mit festen Maschen bis auf 2 Maschen zu Ende häkeln. Und dann häkelst du am runden Ende, das siehst du jetzt gleich auch nochmal 2 Maschen zusammen, sodass dir noch 32 Maschen in deiner Runde bleiben. Und diesem Muster folgst du auch in der nächsten Runde, also wieder 3 mal 2 Maschen zusammenhäkeln, Runde rum bis auf 2 feste Maschen, die du dann auch nochmal zusammenhäkelst. Also damit vorne die 4 Abnahmen schön in der Mitte sitzen, beginnst du mit 3 Abnahmen, häkelst dann die Runde mit festen Maschen rum. Und häkelst dann am Ende auch nochmal 2 feste Maschen zusammen, sodass du auf 28 Maschen insgesamt kommen solltest. Das Ganze machst du noch ein letztes Mal, 3 mal 2 Maschen zusammenhäkeln, Runde mit festen Maschen rum bis auf 2 Maschen, die du dann auch nochmal zusammenhäkelst. Also 3 mal 2 Maschen zusammenhäkeln. Dann feste Maschen, bis du bis auf 2 Maschen rum bist. Und diese 2 letzten Maschen häkelst du dann auch nochmal zusammen, sodass du am Ende noch 24 Maschen in deiner Runde hast.
Und dann beginnst du in der nächsten Runde mit regelmäßigen Abnahmen, und zwar häkelst du jede dritte und vierte Masche zusammen und das Ganze 6 Mal, sodass du am Ende nur noch 18 Maschen in deiner Runde hast. Für mich ist jetzt der beste Zeitpunkt, um das Amigurumi mit Füllwatte auszustopfen. Diesmal solltest du besonders darauf achten, dass der Hals gut gestopft ist, damit der Kopf nachher nicht so wackelig sitzt, und wieder das Ganze auch ein bisschen mit Form. Dann häkelst du in der nächsten Runde jede zweite und dritte Masche zusammen, sodass du am Ende nur noch 12 feste Maschen in deiner Runde hast, also immer eine feste Masche und dann eine Abnahme häkeln und das Ganze 6 Mal. Um den Körper zu schließen, häkelst du dann 6 Mal 2 Maschen zusammen, also 6 Abnahmen arbeiten. Und genau wie beim Kopf kannst du dann die letzten 6 festen Maschen zusammennähen mit deiner Stopf- oder Sticknadel und dann den Faden irgendwo im Körper verstecken. Als nächstes folgen die Beine, die natürlich auch wieder direkt an den Körper gehäkelt werden. Dazu ungefähr die Mitte abmessen und dann musst du dir das so vorstellen, dass du halt immer so kleine Vierecke, Kreise an den Körper häkelst, da wo dann die Beine sitzen sollen. Ich fange immer gerne mit dem vorderen linken Bein an, marsch ungefähr in der Mitte neu an und dann häkelst du genau wie du es beim Hals gemacht hast, 3 feste Maschen direkt an den Körper ran, also einfach um die Maschen der Runden im Körper. Das ist hier so ein bisschen schwierig wegen der Abnahmen. Das heißt, das kann ein bisschen unregelmäßiger werden, aber ungefähr eine gerade Linie sollte es werden, nach links. So wie du es hier siehst, dann wendest du das Ganze um 90 Grad, arbeitest 3 Maschen nach vorne. Das musst du so ein bisschen schräg über die Runden des Körpers rüber machen. Und das wird auch wieder ungefähr eine gerade Linie. Und dann kannst du in einem sanften Bogen das Bein schließen, indem du einmal 3 Maschen so schräg nach vorne Mitte häkelst. Und da folgst du eigentlich ziemlich genau der Runde des Körpers. Dann wendest du das Ganze nochmal und häkelst 3 feste Maschen so an, dass du am Ende wieder die Masche triffst, mit der du angefangen hast und sich der Kreis schließt. So sollte das ungefähr aussehen. Dann häkelst du noch 3 weitere Runden mit jeweils 12 festen Maschen. Wie beim Hals musst du auch wieder darauf achten, dass du die richtige erste Masche triffst, damit du eben weiterhin alle 12 Maschen in deiner Runde hast. Und dann 3 einfache Runden mit jeweils 12 festen Maschen häkeln. Es folgt der Farbwechsel, den mache ich immer gerne so, dass ich den Faden schon durch die beiden Maschenschlaufen der letzten Masche ziehe und dann häkel ich mit der Kontrastfarbe weiter, und zwar auch eine ganz einfache Runde mit 12 festen Maschen. Also bei mir ist das hier weiß als Huffarbe und damit kommen erstmal 12 feste Maschen in die Runde. Am Ende dieser Runde kannst du schon mal den blauen End- und den weißen Anfangsfaden verknoten und im Bein verstecken, damit sie dich nicht weiter stören. Und dann arbeitest du vorne 2 Verdoppelungen ein, also um das Huf zu formen, kommen jetzt vorne 2 Maschen mehr rein. Dazu arbeitest du dann einmal feste Maschen, bis du bei der Mitte angelangt bist. Und dann jeweils 2 feste Maschen in die nächsten beiden Maschen und dann wieder einfache feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du auf 14 feste Maschen in deiner Runde kommst.
Das gleiche machst du in der nächsten Runde nochmal, also vorne 2 Maschen verdoppeln und ansonsten nur feste Maschen in dieser Runde arbeiten. Also fängst du an mit festen Maschen, bis du bei der Mitte angelangt bist. Dann kommen jeweils 2 feste Maschen in die nächsten 2 Maschen vorne und dann wieder feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du auf 16 feste Maschen insgesamt kommst. Dann häkelst du eine einfache Runde mit 16 festen Maschen. In der nächsten Runde häkelst du jede dritte und vierte Masche zusammen. Das heißt, du häkelst immer 2 feste Maschen und dann arbeitest du eine Abnahme und das Ganze machst du insgesamt 4 Mal, sodass du am Ende noch 12 Maschen in deiner Runde hast. Nach dieser Runde ist ein guter Zeitpunkt, um das Bein deines Amigurumi auszustopfen. Dann häkelst du noch 6 Mal 2 Maschen zusammen, also arbeitest 6 Abnahmen, um den Fuß zu schließen. Und dann kannst du den Faden abschneiden und vernähen. Das zweite Bein setzt du rechts neben das erste. Dazu misst du also ungefähr die gleiche Höhe ab, gehst dann ein Stückchen zurück und maschst den Faden neu an. Ich mache das immer, indem ich den Faden einmal durchziehe und dann eine Luftmasche arbeite. Und dann kommen 3 feste Maschen direkt an den Körper gehäkelt in Richtung vorne, also um die Runden des Körpers herum. Und dann solltest du vorne auch ungefähr wieder die gleiche Höhe treffen, die du auch beim ersten Bein erreicht hast. Dann das Ganze um 90 Grad drehen und 3 feste Maschen zur Seite häkeln. Und zwar kannst du hier jetzt auch der Runde des Körpers folgen. Die geht so ein bisschen schräg nach hinten und kannst einfach um die festen Maschen herum häkeln und deine festen Maschen vom Fuß anbringen. Wenn du diese 3 Maschen gemacht hast, solltest du eben so einen leichten Bogen schon haben und dann wendest du das Ganze wieder um 90 Grad und arbeitest 3 feste Maschen zurück nach hinten. Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, die zu finden, weil das quasi schräg über die Runden des Körpers rüber geht. Es kommt also nicht so haargenau drauf an, wo jede einzelne Masche nun sitzt. Wichtig ist nur, dass du so einen Rund hast und dass du am Ende, wenn du jetzt deine Arbeit nochmal um 90 Grad drehst und deine 3 letzten festen Maschen häkelst, dass du dann am Ende wieder auf die erste Masche triffst, mit der du angefangen hast. Genau, so bist du dann wieder angekommen und dann hast du das Rund deines Beins fertig gehäkelt. Es folgen wieder 3 einfache Runden mit jeweils 12 festen Maschen in der Grundfarbe deines Amigurumi. Nicht vergessen, den Farbwechsel machen, wenn du die letzte Masche in der Grundfarbe fast fertig gehäkelt hast und dann eben durch diese beiden Schlaufen durchziehen und dann geht es noch eine Runde weiter mit einfachen festen Maschen in der Farbe deines Hufs, also 12 feste Maschen. Dann kannst du die Fäden hier mal ein bisschen verknoten und wegstopfen, damit sie dich nicht weiter stören. Und in der nächsten Runde kommen dann vorne die beiden Verdoppelungen. Also vorne 2 Maschen verdoppeln, ansonsten nur feste Maschen, sodass du am Ende 14 feste Maschen in der Runde haben solltest. Und in der nächsten Runde häkelst du das gleiche Muster nochmal, also vorne 2 Maschen verdoppeln, ansonsten feste Maschen, sodass du am Ende auf 16 feste Maschen kommst. Es folgt eine Runde mit einfachen festen Maschen, also 16 feste Maschen. Und schon geht es wieder an die Abnahmen. Und zwar häkelst du immer 2 feste Maschen und dann 2 Maschen zusammen. Das Ganze 4 Mal, sodass du am Ende nur noch 12 Maschen übrig hast. Nicht vergessen, das Bein auszustopfen, bevor du dann, wie du es hier siehst, 6 Mal 2 Maschen zusammenhäkelst und damit den Fuß schließt und das Ganze vernähen kannst.
Und hier kommt der Schnelldurchlauf für das linke Hinterbein, das du im Prinzip genauso häkelst wie die vorderen. Und zu guter Letzt noch schnell das rechte Hinterbein häkeln. Jetzt fehlen nur noch die Ohren und du kannst es dir schon denken, sie werden direkt an den Kopf gehäkelt. Und zwar misst du vom Auge ab einen Platz, an dem dir das Ohr gut gefallen wird, masch dann den Faden neu an und häkelst 4 feste Maschen um die festen Maschen in der Runde des Kopfes herum. Wenn du das hast, häkelst du eine Luftmasche und wendest deine Arbeit. In der nächsten Reihe häkelst du 4 feste Maschen und wendest deine Arbeit dann ohne Luftmasche. Indem du hier die Luftmasche weglässt, häkelst du eine Abnahme und gehst dann weiter mit 3 festen Maschen in der dritten Reihe deines Ohres zurück. Dann kommt wieder eine Luftmasche und wenden. Zurück geht es mit einer festen Masche und einer ganz normalen, also keiner unsichtbaren Abnahme. Dazu einmal in die erste Masche einstechen, Faden holen, in die zweite Masche einstechen, Faden holen und dann den Faden durch alle 3 Fäden durchziehen, wie du es hier siehst. Dann wenden und ohne Luftmasche noch eine letzte feste Masche im Ohr häkeln. Dann kannst du den Faden abschneiden und vernähen. Und hier kommt ein Schnelldurchlauf für das zweite Ohr, das haargenauso gehäkelt wird. Fertig ist die Basis für dein Amigurumi Pferd, Einhorn, Pegasus oder geflügeltes Einhorn. Natürlich brauchst du jetzt noch mindestens eine Mähne und einen Schweif, die du im nächsten Teil dieser Anleitungsserie findest. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und wie du dein Amigurumi weiter häkelst, erfährst du hier beim Flauschigen Einhorn. Also am besten abonnieren.